Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Wir fangen diesmal mal wieder mit Arne an, weil Arne setzt eine Idee um, die wir hatten. Und zwar im Rahmen des Neubaus von Knuffingen. Keine Angst, Knuffingen steht unter Denkmalschutz, aber wir restaurieren es. Also wir machen die Landschaft wieder neu und schön. Ist uns aufgefallen, dass unsere Autobahn schäbig aussieht. Die wird neu gemacht und auch die Straßenlaternen dort, das waren vorher so Hängelbeleuchtung, ist längst der größte Teil über die Jahre gerissen. Knuffingen kriegt jetzt dann auf der Autobahn Peitschenmasten und diese Peitschenmasten waren die Idee, die du im Internet gefunden hast, dass wir da mal was draus machen können, was erneuerbare Energien angeht. Ganz genau. Wir haben einfach erstmal nur so ein Bild gefunden. Wir wissen nicht, ob das tatsächlich echt ist. Für uns reicht es als Idee. Und zwar erzeugen wir Energie aus Fahrtwind. Die Autos fahren einfach dran vorbei. Ich habe hier mal so ein kleines Auto hingestellt. Und in dem Moment, wo eben der Fahrtwind dran vorbeikommt, drehen sich diese Paddel und erzeugen dann den Strom für die Laterne oben. Es klingt genial, wenn wir mal gucken, was draus wird. Nur die Umsetzung ist nicht einfach. Es gibt eine schöne Lösung, finde ich. Das ist die hier. Die ist nämlich ganz elegant mit einem Magneten, der sich hier dreht und dann das Paddel oben antreibt. Aber beim Magnet fällt uns was ein. Die Autos. Die Autos. Die haben vorne Lenkmagneten und wir haben Kontakte in der Straße, die über Magnet funktionieren, um zu sehen, wo das Auto ist. Wir müssen schauen, ob das gestört wird dadurch. Wenn ja, dann kommt eine Alternative ins Spiel. Ich würde sagen, dann nehmen wir die zweite Variante. Dafür habe ich zwei gemacht. Das läuft im Prinzip über ein Zahngetriebe unten drunter. Und wir können hier, das ist die Lösung, das ist quasi die Laterne, hier erstmal nur mit so einem kleinen Paddel dran, die einfach oben reinstecken. Absolut magnetfrei, nichts irgendwie, was Autos stören könnte, nur Verschleiß ist eventuell da, was es auch zu probieren gilt. Ja, und hier ist dann unten die Buchse, weil das sozusagen ein Stecker ist, der dann durch die Hülse durch in die Buchse unten führt, wo die Stromversorgung für die Straßenlaterne herkommt. Steuern werden wir es natürlich so, das Auto kommt, das Paddel fängt sich an zu drehen und läuft dann langsam aus. Und mal gucken, wie viel Strom rauskommt. Bin gespannt. So, heute erzähle ich euch mal was zu dem Thema Knopfdrücker in Venedig. Denn Venedig wächst, wird immer größer, die Häuser entstehen und es ist Zeit, dass wir die Knopfdrücker anfangen. Es gibt eine lange Ideenliste, wir sind hier alle fleißig dabei und Alex, du machst gleich 3 auf einmal. Ja, und der erste davon ist ein Angler, der einfach mal bei Venedig den Stöpsel rauszieht, aus dem Wasser. Also das wäre ja für den Stadtrat von Venedig, falls ihr zuhört, die Lösung für die Flut. Wenn die Flut kommt, einfach auf den Knopf drücken, Stöpsel wird gezogen, das Wasser kann abfließen. Problem gelöst. Passende Geräuschkulisse dazu. Genau. Super. Ja, was wäre Venedig ohne Gondeln? Definitiv nicht Venedig. Und ich sehe hier Gondeln und die bewegen sich. Wir haben wegen der Wellen. 4 Stück habe ich mal als Muster aufgebaut. Wir wollen das natürlich in einer ganz großen Batterie machen. Aber hier wollen wir einfach diese wirklich harmonische Wellenbewegung reinbringen. Dadurch hier unten einfach ein Motor, 2 Wellen mit Zahnrädern, Exzenterscheiben. Dadurch kriegen wir halt so Stück für Stück diese Wellenbewegung hin, ein paar Feinheiten noch abklären und das dann mal auf die Länge projizieren. Was ich immer hier gleich dann als erstes gucke und mich immer dran freue, ist, wenn ich sehe, dass die Lösung wartungsarm ist. So wie diese hier. Dann freue ich mich immer sehr. Bei der ersten Lösung hatte ich wirklich einen Kettenantrieb und das war bei mir dann sofort wieder nein. Nein, kennen wir jeden dritten Morgen Ärger. Richtig. So muss man sich das nämlich vorstellen, dass die Gondeln da schön aufgereiht stehen. Und wenn ich mir dieses Bild projiziert auf das hier vorstelle, dass hier vor den schönen Häusern und dem Wasser dann diese ganzen Gondeln wackeln, da wird es sehr lebendig, freue ich mich sehr. Lebendig wird auch das nächste Thema. Richtig. Ein dritter Knopf. Viel Bewegung. Da gehen wir mal hin. So, die ersten beiden Knopfdrücker von dir war einer lustig und einer realistisch. Und was wird das? Lustig. Lustig. Definitiv. Das ahnt man hier schon bei einem etwas zu großen Fisch. Ja. Aber du warst doch eigentlich bei den Tauben dabei, war mein letzter Stand. Genau, und wir wollten ja irgendwie diese Tauben sich bewegen lassen, dachten, okay, das muss irgendwie schnell gehen und am besten mit Magneten, damit man nichts sieht, keine Seile, keine Stäbe. Und da haben wir uns einfach mal ein Wechselfeld genommen, hier von einem Standard-Travo. Und die Bewegung ist super, aber sobald wir 2 Tauben haben, also 2 Magnete, die kleppen zusammen und dann haben wir irgendwann so einen Taubenklumpen. Taubenknoll. Und ich ahne schon, weil, was sehe ich da? Einen zappelnden Fisch. Genau, es ist exakt diese Bewegung, wie sich ein Fisch auf dem Trockenen verhalten würde. Und da dachten wir uns kurzerhand, machen wir doch mal einen Fisch an der Angel. Da zappelt er. Da zappelt er, richtig. Super. Und dann kommt jetzt wahrscheinlich noch so ein Scharnier dazu, sodass das Boot auch schön einsinkt, wenn der Fisch natürlich gerade hochgezogen wird aus dem Wasser heraus. Und dann ist er am Zappeln. Also, und das Boot geht. Genau, 3 Bewegungen, witzige Kombination. Kann man mal machen. Wunderbar. Ich freue mich auf die nächsten Sachen. Danke. Gerne. Heute stehe ich mal mit Damian hier. Damian hat sich einem, sagen wir mal so,
antiquarischen Projekt gewidmet. Nämlich 2002 haben wir hier die Space Shuttle in Amerika das erste Mal fliegen lassen und mit im Vergleich zu heute rudimentärer Technik. Und wir können das besser, vor allem du. Ja, mittlerweile ja. Ne? Damals war es ein bisschen, ja, nicht so filigran gemacht, die Wellen waren sichtbar. Mittlerweile haben wir das doch alles schön verstecken können. Und modellbauerisch komplett neu gebaut, gelötet, sieht extrem viel realistischer als das alte Ding aus. Ja, das stimmt. Ne? Thomas hat sich die Mühe gemacht, hat das alles, also das Gestell aus Messing gelötet. Jetzt laufen in diesem Hohlprofil quasi meine Antriebswelle und das sieht um einiges schöner aus. Vor allen Dingen mehr Bewegung und man sieht keine Wellen mehr, die sonst bei der alten Sache ja noch wirklich an der Oberfläche liefen. Ja. Und extrem viele Umlenkungen und du hast vor allem auch viele Tricks gefunden, um Bewegungen zusammenzufassen, wie hier zum Beispiel. Ja, genau. Wir wollten diese Kappe auch öffnen lassen. Und jetzt geht die Kappe hoch und dann kommt der Arm, der schwenkt. Und das ist eigentlich nur mit dem Seil gelöst. Das hebt die Kappe, dann läuft eine Schraube gegen Anschlag und nimmt den Arm mit. Das ist im Endeffekt eine Bewegung, die ja, zwei Sachen quasi darstellt. Das ist nämlich immer ein Riesenvorteil, wenn man zwei Bewegungen hat, die voneinander abhängen. Wenn man das aus einer Bewegung erzeugt, kann nicht das passieren, dass irgendwie die eine Bewegung noch nicht fertig ist und die andere schon losgeht und es geht was kaputt. Das haben die Jahre gezeigt. Versuche immer alles mit einem Antrieb zu erledigen, dann kann es nicht irgendwelche Steuerungskonflikte geben, die was kaputt gehen. Ja, ich bin gespannt. Ja, schauen wir mal. Ne? Schön, Danke. danke. Ja, aus der Vergangenheit, 2002 die Space Shuttle, zurück in die Zukunft. Venedig-Abschnitt und wir sind wieder bei Schiffen, wie es sich für Venedig gehört. Und wenn ich so ein tolles, teures, überflüssiges Luxusboot habe, dann will ich, dass das auch schön gepflegt ist und nicht die ganze Zeit im Wasser dümpelt. Und was machen wir da? In die Garage rein und raus. Jetzt ist es halt quasi gerade drin. Kannst hier einmal rausfahren lassen. Dann kommt es raus. Ich würde mal sagen, die Endschalter müssen noch ein bisschen justiert werden. Ne? Ja, das ist halt Feinabstimmung, was jetzt eben noch kommt. Ein Prototyp. Geht in erster Linie auch darum, wir bauen es ja in ein Gebäude ein. Ja. Dementsprechend müssen wir halt eben sehen, welches Gebäude kann es überhaupt sein, welches ist groß genug, dass es halt alles reinpasst an Technik. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Ich weiß, das ist ein bisschen filigraner als so einiges andere noch. Und gerade die Endschalter, das wird nicht einfach. Aber wenn man das sich hier so anschaut, es ist halt tatsächlich fast schon Uhrmachertechnik. Vor dem habe ich immer so ein bisschen Respekt, was die 365 Tage im Jahr, 10 Stunden am Tag Dauerfestigkeit angeht. Aber das kriegt ihr schon hin. Wieder ein sehr cooles Teil. Ihr seht, ganz viele Knopfdrücker entstehen für Venedig. Ihr habt jetzt gar nichts von der Formel 1 gehört. Das hat einen Grund. Ich habe A, eine kleine Sackgasse erwischt. Das gehört dazu. Das war beim Flughafen auch oft so. Das ist Lehrgeld. Das heißt, es gibt da nicht viel Neues. Das machen wir nächstes Mal weiter. Bis dahin freue ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.